Ja, das war ganz schlimm für mich so. Das Merkwürdige war, dass ich die ersten Tage nach der Abtreibung überhaupt nichts mehr gemerkt habe. Ich war in einem sehr merkwürdigen Zustand, wo ich auch ganz komische Ideen hatte, dass ich mir blutige Dinge vorstellte oder mir Unfälle vorstellte, aber keinen Kontakt mehr überhaupt zu meinen Gefühlen gekriegt habe. Der Kontakt zu den Gefühlen kam wieder, wie ich plötzlich merkte oder wie mir eigentlich klar wurde, was ich wirklich getan hatte. Ich saß in meiner Wohnung und habe plötzlich gemerkt, dass ich mein eigenes Kind getötet hatte. Ich habe gemerkt, mein Kind ist im Nichts und ich hatte das Bedürfnis, also ich als Mutter, ich hatte das Bedürfnis, zu meinem Kind zu gehen. Das heißt, ich hatte das Bedürfnis, zu meinem Kind in den Tod zu gehen. Wie mir das klar wurde, war es, als ob ich wie selber in ein total in so ganz Schwarze irgendwie gefallen bin. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass meine Seele tot ist. Das heißt, ich habe jeden Tag in meiner Wohnung gelegen, abends auf dem Boden und habe gedacht, meine Seele ist ein verkohltes Stück Holz und ich bin einfach seelisch tot. Und ich habe irgendwie gedacht, das geht nie mehr weg, dieser Zustand bleibt die ganze Zeit. Ich war völlig verzweifelt und das Schlimme war, dass auch kein Mensch mehr helfen konnte. Das heißt, die Leute, die mir vorher gesagt haben, treib doch ab, die wollten nachher mit meinen ganzen Gefühlen nichts mehr zu tun haben. Ich bin dann zur Pro Familia gegangen und wollte gerne zur Pro Familia Hilfe haben, um meinen Gefühlen fertig zu werden. Ich habe einen Termin mit dem Berater ausgemacht, der auch damals mich beraten hat. Und wie ich dann zu diesem Termin kam, war der Berater nicht da. Ich habe ihm dann einen langen Brief geschrieben und habe ihm geschildert, wie ich mich fühle, einfach damit er weiß, dass er mir nichts Gutes getan hat. Ich wollte, dass er weiß, was das für Auswirkungen haben kann, dass eine Frau ihr Kind abtreibt. Es ist nämlich so gewesen, dass bevor ich eben das Kind abgetrieben habe und ich eben schwanger war, auch mit vielen Frauen gesprochen habe. Und die ganzen Frauen haben mir gesagt, ja, Abtreibung ist doch kein Problem. Ich habe schon 3-mal abgetrieben und mir geht's gut. Und ich habe am eigenen Leib erfahren, dass es mir wahnsinnig schlecht gegangen ist. Und ich habe am eigenen Leib erfahren, dass ich dachte, ich werde damit nicht fertig. Ich habe gedacht, ich als Mutter, ich habe mein Kind getötet. Und das ist das Entsetzlichste, was man sich vorstellen kann auf der ganzen Welt. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich so ein ganz starkes Schuldbewusstsein gefühlt habe. Aber das war war gar nicht eindeutig, ne? Und es verstärkte sich auch irgendwie. Aber ich konnte das auch nicht orten richtig, ne? Es war auch nicht auf was Spezielles jetzt bezogen. Es war eigentlich auch nicht auf die Abtreibung bezogen, so. Das hat sich so geäußert, ich konnte manchmal nicht mal ein Gegenüber ertragen, also so Blicke, die auf einem waren. Und wenn es meinetwegen in der Straßenbahn ein Kind war, das mir gegenüber saß, und ich wusste nicht, woher das kam. Alle sagten, lass es wegmachen. Keiner sagte, dass ich meine Seele, meine Freude, meinen Frieden und meine Gesundheit verlieren würde. Schreckliche Albträume quälen mich seither jede Nacht. Tote Kinder, wohin ich sehe. Wie froh bin ich, dass es anderen auch so geht wie mir. Ich dachte, ich sei die Einzige, weil niemand darüber spricht. Ich hatte das Bedürfnis, den Embryo zu begraben. Ich hatte keinen, also in der Klinik haben sie mir den Embryo nicht mitgegeben. Das heißt, ich hatte gar nichts, was ich begraben konnte. Ich habe dann von einer Bekannten ein kleines Embryopüppchen bekommen und habe mir vorgestellt, dieses Embryopüppchen zu begraben.
Ich habe aber dann geträumt, dass ich am Meer war und ich hatte einen Eimer in der Hand und in dem Eimer schwamm das Embryo. Und es hatte ein kleines schwarzes Band um den Hals, woran man sehen konnte, dass es tot war. Und den Eimer mit dem Embryo habe ich dann ans Meer gebracht, habe ein Loch geschaufelt und habe da das Embryo begraben. Das hat mir gut getan, das Gefühl zu haben, dass das Embryo Ruhe gefunden hat. Und ich habe auch dafür gebetet und auch für alle anderen Embryos, die abgetrieben worden sind, gebetet, dass sie Ruhe finden mögen. Ich suche dich in meinen Gedanken. Ich suche dich in meinen Träumen. Unwiederbringlich vorbei. Die Chance zu leben. Zu spät. Für dich und für mich. Als ich erfahren hatte, dass ich schwanger bin und habe das dann meinem Freund erzählt, der hat gesagt, das geht nicht, ich habe keine Lust, mich umzustellen, das Kind schreit in der Nacht, macht mich wach und macht nur Krach und Ärger. Und er war also gegen das Kind, also dem wäre er gerne, hätte eine große Reise gemacht, da hätte ihn das Kind auch behindert. Ich war in der Ausbildung und keiner hat sich gefreut für das Kind und für mich. Keiner hat mir das Gefühl vermittelt, dass es ein Grund zur Freude ist, dass ich schwanger bin. Keiner hat gesagt, Mensch, ich helfe dir. Da war keiner da. Ja, und dann kommt man ins Behandlungszimmer und muss sich dann hinlegen. Und dann habe ich eine Spritze bekommen, damit der Muttermund sich weitet. Und nach dieser Spritze habe ich Panik bekommen. Und der Arzt dachte, die wird hysterisch. Die Schwestern haben mich festgehalten und er hat mir dann eine Spritze gegeben, eine Beruhigungsspritze, die mich eigentlich nur lahmlegte. Aber der Eingriff war schmerzhaft und die Panik war auch nicht weg. Ich habe das Gefühl, ich habe die Panik gehabt, die mein Kind gehabt hat. Ich habe mich verbunden gefühlt und habe zum ersten Mal gefühlt, das ist ein Mensch. Aber es war zu spät, der Eingriff wurde durchgeführt. Dann bin ich in einen Raum geführt worden. Da konnte ich mich ausruhen. Ich war alleine und konnte dann gehen, wenn ich meinte, dass ich aufstehen könnte. Schon während dem Eingriff war mir klar, das machst du nie wieder. Das war so furchtbar. Und beim Heimfahren habe ich mir überlegt, dass mir das eigentlich recht geschieht, dass es so furchtbar ist, dass es so wehgetan hat. Und mit der Zeit hat man Angst, man wird irgendwie bestraft mit einem Schicksalsschlag. Man hat Angst, vielleicht kriegst du keine Kinder mehr oder vielleicht ist das Kind behindert. Dann denkst du dir, eigentlich würde es dir recht geschehen, wenn es so kommen würde. Ja, bei mir war es so, dass ich schon einige Jahre verheiratet war. Ich hatte schon 2 Kinder und hatte jetzt den Wunsch, ja, mich selbst zu verwirklichen. Ich hatte einige Berufspläne und gewisse Vorstellungen, wie ich meine Zukunft gestalten wollte. Und zu diesem Zeitpunkt war es so, dass ich schwanger wurde und das 3. Kind sich einstellte. Für mich war das ganz klar, dass ich dieses Kind nicht haben wollte. Und dass ich die Pläne, die ich so hatte, nicht verwirklichen konnte mit diesem Kind. Und ich besprach mich also mit meinem Mann. Wir kamen beide zu der Lösung, dass es das Beste sei für uns, auch als Familie, wenn wir dieses Kind abtreiben lassen würden. Ja, und an die Rückfahrt
habe ich keine sehr gute Erinnerung. Wir haben also schweigend nebeneinander gesessen im Auto. Keiner hat ein Wort geredet. Und jeder war für sich mit seinem Schmerz alleine. Und vor allem auch die erhoffte Erleichterung hat sich nicht eingestellt. Also ich merkte irgendwie doch, dass es keine Lösung war, die Abtreibung. Ich bin im Urlaub durch eine Vergewaltigung schwanger geworden. Während des Geschehens war ganz fürchterlich, weil mir bewusst wurde, dass mir war von Anfang an klar, dass ich schwanger bin. Und als es dann vorbei war und am nächsten Morgen danach, da war es ganz klar, dass ich schwanger bin. Ich hatte diese typischen Zeichen, Appetit, anschwellender Brüste zum Beispiel und alles Mögliche. Und das war's. Es war ganz fürchterlich, weil ich konnte es nicht ertragen, das Bewusstsein, schwanger zu sein von einer Vergewaltigung. Ich wusste nicht, ob ich dieses Kind lieben konnte. Ich wusste nicht, ob ich es ertragen konnte. Und der Gedanke, das auch abzutreiben war fürchterlich, weil ich an Gott glaubte und weil es für mich eigentlich gar nicht in Frage kam, abzutreiben. Aber der Gedanke, ein Kind zu haben, was nicht aus Liebe entstanden ist, das war ganz schlimm. Ich wusste nicht, ob ich das konnte, und da habe ich mich für die Abtreibung entschieden. Ja, ich habe vorher mit einer Frau gesprochen, die hat das Kind ausgetragen. Und die ist auch vergewaltigt worden, ist schwanger geworden, und sie konnte das Kind nicht ertragen. Und sie hat es gehasst. Sie musste das ins Heim geben, und das war für mich der entscheidende Punkt, dass ich das Kind abtreibe. Da war für mich klar, ich wollte dem Kind das ersparen, was das andere Kind jetzt durchmacht. Als ich aus der Narkose aufgewacht bin und einigermaßen wusste, wo ich war mein erster Gedanke: Scheiße, du hast was falsch gemacht. Du hättest es sicher auch anders geschafft. Vor allen Dingen, als ich war im Nebenraum wohl die nächste Abtreibung, und ich hörte so ein Saugen, es hörte sich an wie ein Staubsauger. Es war furchtbar. Meine Mutter hat mich dann nach Hause gebracht, und ich war nicht mehr in der Lage, irgendwas auch nur zu machen. Ich habe einfach nur gedacht, jetzt musst du sterben, du kannst das nicht ertragen. Du hast dein Kind umgebracht. Ich konnte, dieser Gedanke, es war furchtbar und so erschütternd für mich, dass ich einfach gar nichts mehr wahrnehmen konnte. 2 Tage war ich im Bett und ich konnte nichts mehr machen. Ich habe nichts mehr essen können, ich habe fast nichts mehr getrunken. Ich war einfach nur da, denn ich hatte das Gefühl, dass meine Seele dass ich meine Seele mit abgetrieben habe. Ja, was sich sehr bald nach der Abtreibung einstellte, war eine tiefe Trauer und eine länger dauernde Depression, und die ich eigentlich nicht auf die Abtreibung selbst zurückgeführt habe. Also es waren Gefühle da, mit denen ich eigentlich gar nicht umgehen konnte und von denen ich auch nicht wusste, woher kommen die eigentlich. Es war noch sehr schwierig für mich und natürlich auch für die gesamte Familie. Also die Kinder litten unter einer Mutter, die halt sehr viel am Weinen war. Mein Mann konnte nicht mit mir anfangen, auch er wusste nicht, wie er mir helfen konnte. Die ganze Situation war eigentlich ziemlich verfahren. Ja, ich bekam dann auch noch sehr eigenartige Träume.
Zum Beispiel kann ich mich an einen Traum erinnern, den ich auch häufiger geträumt habe, dass ich also schwanger war und die Entbindung sein sollte. Ich ging ins Krankenhaus, kam in den Kreissaal. Ich sah um mich herum das Pflegepersonal, Ärzte und Schwestern, die Hebamme war da. Und ich sah mich auch mit einem dicken Bauch liegend. Aber ja, alle warteten auf das Kind, aber es war einfach kein Kind da. Oder ein anderer Traum. Ich gehe spazieren mit dem Kinderwagen und kommen einige Bekannte auf mich zu und schauen in den Kinderwagen rein und der Wagen war leer, es war also kein Kind drin. Ich versuchte auch verschiedene Wege zu gehen, um herauszukommen aus diesem Zustand. Ich wollte irgendwie meinen Seelenfrieden wiederbekommen und versuchte zum Beispiel durch Yoga oder autogenes Training irgendwie mir Erleichterung zu verschaffen. Aber nichts von dem, was ich tat, das brachte irgendwie auch nur ein bisschen Erfolg. Das Schlimmste, worunter ich gelitten hatte in diesem Zustand, war diese vollkommene Isolation, in die ich hineingeraten war, in die ich mich auch selber gebracht hatte. Ich hatte mich zurückgezogen von allen Bekannten, von allen Beziehungen und ich war echt in einem Gefängnis. Ich war total allein. Dieser Zustand steigerte sich mit der Zeit, mit den Jahren, dermaßen, dass einfach eine starke Resignation und einfach auch eine starke Todessehnsucht in mir hochkam. Es war einfach dieses passive Empfinden, nicht mehr da sein zu wollen. Der Abbruch, der ist jetzt nun schon 7 Jahre her und trotzdem mache ich mir immer noch Gedanken über das Kind. Schuldgefühle brechen immer mal wieder raus und es ist einem auch peinlich. Im Mutterpass wird das auch vermerkt, dass man einen Abbruch hatte. Und immer wenn man diesen Mutterpass einem Arzt vorzeigt in der Schwangerschaft, hat man das Gefühl, man muss sich entschuldigen und es ist einem peinlich. Und jeder, der in den Mutterpass reinguckt, der kann eigentlich sehen, aha, die Frau hat abgetrieben. Ich überlege auch oft, wie groß das Kind schon wäre. Ich würde es gern sehen. Ich denke, wie geht es dem Kind jetzt? Und was würde das Kind zu mir sagen? Ob das Kind mir verzeihen könnte? Und bekommt keine Antwort. Ich bin 76 Jahre alt und habe 2 Abtreibungen hinter mir. Diese Abtreibungen, obwohl sie 40 Jahre zurückliegen, haben mein Leben völlig verändert und ich leide heute noch darunter. Ich bin sehr schwer krank geworden, mehrmals. Und die seelischen Belastungen sind jedoch noch viel größer. Denn wenn man so alt ist, steht man mit einem Bein sowieso im Grab und muss daran denken, wie es weitergeht und sollte dann Klarheit in seinem Leben schaffen. Der Eingriff war nicht schlimm.
Aber was danach war, das war die Hölle. Ich habe danach alles, was mein Glauben betrifft, vernichtet und Aschammer geschmissen und wollte davon nichts mehr wissen. Ich habe mich isoliert. Ich hatte Angst, jemandem zu begegnen. Und ich fühlte mich danach als Mörderin. Die Vergewaltigung, die habe ich verdrängt, erstmal. Weil ich konnte nicht beides verarbeiten, die Abtreibung und die Vergewaltigung. Wenn man schwer verwundet ist, so verkriecht man sich und verschließt sich auch anderen gegenüber. Und so habe ich mein ganzes Leben bis jetzt das für mich getragen und versucht, damit fertig zu werden, so gut es geht. Eine Zeit nach der Abtreibung, ungefähr ein Dreivierteljahr später, bin ich sehr krank geworden. Und ich war ein halbes Jahr berufsunfähig und musste dann auch erstmal meiner Lehre als Krankenschwester aufhören. Und das habe ich als Strafe Gottes gesehen. Ich habe gedacht, ja, so will er mich bestrafen, so will er mir das zurückgeben, was ich mein Kind angetan habe. Irgendwann war mir klar, dass ich Hilfe brauchte, fremde Hilfe. Ich hätte es allein nicht mehr weiter geschafft. Ich denke, wenn ich das so weiterlaufen lassen würde, dann wäre ich verloren gegangen. Dann hätte ich ganz bestimmt einen Selbstmordversuch gemacht. Ich habe gedacht, ja, mein Frauenarzt, der müsste ganz bestimmt wissen, ob es eine Selbsthilfegruppe gibt oder sowas Ähnliches, worüber man auf jeden Fall darüber sprechen kann. Ich ging hin und erzählte ihnen es. Und sie konnte sich gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt, Selbsthilfegruppen für Abtreibung. Abtreibung ist doch gar nicht so das Thema. Abtreibung ist doch gar nicht schlimm. Das ist eine Sache von einer halben Stunde und das war's. Aber das, was danach kommt, das wusste sie nicht. Danach ging ich zur Pro Familia und habe gedacht, ja, die müssen das haben. Konnte ich mir nicht vorstellen, dass die sowas gar nicht haben. Ich ging da hin und erzählte ihnen meine Geschichte und sie sagt mir das Gleiche, was die Frauenärztin mir erzählte. Pro Familia konnte sich auch nicht vorstellen, dass es mehr ist als nur der Eingriff. Und ein paar Tage später ging ich an eine Buchhandlung, eine christliche Buchhandlung, und da fand ich dann ein Buch, wo dann unter anderem die Selbsthilfegruppe Rahel drin stand. Nach einer Zeit habe ich dorthin geschrieben und habe genau meine Geschichte erzählt und kurze Zeit später bekam ich einen Brief, der mir sehr geholfen hat, der mir auch Kraft gegeben hat. Ich spürte, dass es auch noch andere Frauen gibt, die dieses Problem hatten. Manchmal habe ich sogar schon gedacht, ich bilde mir alles ein, es ist gar nicht so schlimm, ich bin so schlimm. Problem von Abtreibung nicht so schlimm. Für die war das kein Problem. Das stimmt, das weiß ich nicht. Vielleicht wollten sie es nicht zugeben. Ich hatte dann ein Gespräch mit der Selbsthilfegruppe Rahel und das hat mir sehr viel Kraft gegeben, weil da konnte ich endlich mal meinen Gefühlen freien Lauf geben. Ich konnte das erzählen, was mich bewegt hat, bevor ich sonst immer Angst hatte, das zu erzählen. Unter anderem hat man mir einen Tipp gegeben, ja, mein Kind, was ich abgetrieben habe, zu beerdigen, zu begraben. Und dem Kind einen Namen zu geben. Das war für mich gleich klar, denn ich wusste, dass es ein Mädchen war. Ich nannte mein Kind Tabata. Nach diesem Gespräch bin ich erstmal aufgelöst nach Hause gegangen und habe darüber nachgedacht, was man mir gesagt hat. Und ich habe angefangen, wieder zu beten. Ich habe angefangen, Gott zu danken, dass ich ein Gespräch hatte über mein Erlebnis. Ich fing an, einen Gottesdienst für mich ganz alleine und für mein Kind. Ich habe mich in mein Zimmer reingesetzt, habe Kerzen angemacht und habe gebetet. Ich habe für mein Kind gebetet und ich habe es in meinen Gedanken begraben und auch mein Kind.
um Verzeihung gebeten. Und ich wusste, dass mein Kind und Gott mir verziehen hat. Und dafür bin ich dankbar. Mit dem Trauma, mit dem furchtbaren Erlebnis der Abtreibung bin ich recht schnell fertig geworden, aber nicht mit der Schuld. Die kann man nicht wegtherapieren. Das geht nicht. Eines Tages, da bin ich am Hauptbahnhof spazieren, also ich war am Hauptbahnhof und plötzlich sah ich ein Plakat, wo drauf stand, Abtreibung ist ein Eingriff, das ist nicht schlimm, das ist für die Seele, ist ja kein Problem. Ich habe gedacht, das kann doch nicht angehen. Wie kann jemand sowas schreiben? Ich war fassungslos, ich stand da und habe gedacht, du musst jetzt irgendwas machen. Ich hatte von der Rahel-Gruppe so kleine Zettelchen bekommen, wo drauf stand, ja, die Stimme der Erfahrung. Abtreibung ist ein Problem der Frau, ein psychisches Problem, ein Problem, was sich über Jahre hinweg was sich immer wiederholt, was man auch nicht vergessen kann. Ich habe diese Zettelchen kopiert und habe sie dann dorthin gehangen und habe gedacht, ja, am nächsten Tag sind sie ganz bestimmt verschmiert oder runtergerissen oder vielleicht im Ascheimer. Ich ging am nächsten Tag hin und habe gedacht, mal gucken, was mich erwartet, und ich sah, dass kein Zettel mehr da ist und nur ein Wort. Und das Wort war Danke. Ich stand da und ich war so perplex und ich habe eine wahnsinnige Gänsehaut bekommen und ich habe da angefangen zu weinen, weil ich so dankbar darüber war, dass ich vielleicht dadurch jemandem helfen konnte, dass jemand vielleicht dadurch das erfahren konnte, was ich erfahren habe. Und das war ein unheimlich schönes Erlebnis und die Menschen, das war mir so egal, die standen da und haben geguckt, aber es war mir egal, ich stand da und habe geweint vor Dankbarkeit. Es war sehr, sehr schön. Nachdem ich einige Jahre so gelebt hatte, hörte ich von einer evangelistischen Veranstaltung, die in meiner Nähe stattfinden sollte. Und ich fühlte mich total hingezogen. Es war wie wenn eine innere Stimme gesagt hätte, da gehst du hin. Das habe ich dann auch getan. Bin dort hingegangen und war total überrascht. Also ich habe da Menschen kennengelernt, das waren, wie ich nachher erfahren habe, entschiedene Christen, die haben mir total imponiert. Die waren einfach ein total lebendiges Zeugnis für mich. Die hatten genau das, was ich haben wollte, was ich bei mir selber vermisste. Die hatten Frieden, die strahlten Fröhlichkeit aus, die waren freundlich. Und das zog mich total an. Ich habe alles aufgenommen, aufgesogen und bin damit nach Hause marschiert und habe mich dann weiter auch zu Hause mit dem Glauben auseinandergesetzt. Ich habe gelesen, ich hatte Material mitgenommen und konnte dann auch weiter Kontakte knüpfen zu Leuten in meiner Wohngegend. Ich habe zu einem Hauskreis Kontakt aufgenommen und da ist genau das passiert, was ich gebraucht habe und wonach ich mich gesehnt habe. Ich konnte meine Schuld loswerden, ich bekam Sündenerkenntnis, ich wusste, was ich getan hatte und ich habe mit Menschen reden können über meine Probleme, über die Last, die auf mir lag, und ich konnte das bearbeiten und auch verarbeiten. Und für mich war einfach Vergebung der Schlüssel, auch um heil zu werden innerlich, um Frieden zu bekommen. Heute bin ich sicher, dass ich mein Kind wiedersehen werde. Wenn ich sterbe, dann werde ich mein Kind wiedersehen. Und dann werde ich mein Kind umarmen. Das, was ich auf der Erde versäumt habe, werde ich dann nachholen und mein Kind umarmen.